Aiman Mazyek ist der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime. Ich grüße Sie ganz herzlich zum Tagesgespräch in Berlin. Schönen guten Morgen, Herr Kulle. Es sind Kurden unter den Opfern. Und wir hören natürlich von Schock und von Trauer, aber auch von Angst. Was löst es in Ihnen aus? Was hören Sie von den Menschen, die Sie vertreten? Ja, es sind vor allen Dingen Menschen unter den Opfern. Guten Morgen. Und ein Großteil davon Muslime übrigens. Und es ist furchtbar, was da passiert ist. Ich war gestern mit dem Bundespräsidenten in Hanau. Ich habe die Hinterbliebenen besucht. Ich sah Väter und Mütter vor mir zusammenbrechen, weinend vor Verzweiflung, wütend, Trauer. Wir waren überfordert und gleichsam konnten wir vielleicht ein bisschen trösten. Es war wichtig, dass gestern der Bundespräsident so schnell zur richtigen Zeit am richtigen Ort war und tröstende und Worte der Solidarität fand. Jetzt, und um ihn mal zu zitieren, an diesen Tagen solche Worte, auch wie die Bundeskanzlerin, die sind wichtig, sie sind notwendig, auch das Bekenntnis, dass wir in unserem Lande tatsächlich Rassismus haben, antimuslimischen Rassismus, und den wir bekämpfen müssen. Aber der Bundespräsident mahnte uns gestern, dass es nicht nur an diesen Tagen wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen und das zu bekämpfen, sondern in der Politik muss ein Umdenken stattfinden. Nicht nur was Fragen der Schutzmaßnahmen angeht, sondern tatsächlich diese Bekämpfung dieses Giftes, dieses Hasses. Und es ist nicht so, dass wir Deutsche jetzt besonders prädestiniert sind, Rassismus in unserer Gesellschaft zu haben. In allen Gesellschaften gibt es das. Wichtig ist nur, dass man weiß, es gibt diese Gefahr und dass man die offensiv bekämpft. Und das ist die beste Art und Weise, das Wasser oder beziehungsweise den Nährboden für die Extremisten, Nationalisten, Faschisten in Nährboden zu entziehen. Wo muss das denn anfangen? Also wenn wir jetzt mal darüber reden, weil das sagen natürlich auch Politiker, wir müssen jetzt etwas tun. Ja, was? Wir haben ja Vorboten, viele Vorboten. Wir haben gerade im Film das erwähnt, NSU, Lübcke, Halle. Wir haben aber auch schon vor 10 Jahren den islamfeindlichen Mord an Mauer Scherbini im Landgericht gehabt. Wir haben gerade in eine große Bundestagsanfrage erfahren, dass jeden zweiten Tag Anschläge auf Moscheen und muslimische Einrichtungen, auch Repräsentanten, ich erlebe fast jeden Monat Mordaufrufe. Das sind keine Bagatellen, sondern das ist Gewalt in Sprache, die sich selbstverständlich dann, wenn es nicht einen Ruck gibt in unserer Gesellschaft, dann auch Bahn bricht als Gewalt in der Physis, mit Waffen, mit dem Tod. Und das, was Hanau in Hanau passiert ist, ist leider die Spitze des Eisbergs nach einer so langen Zeit und auch der Untätigkeit und teilweise auch der Verharmlosung. Und wir dürfen nicht mehr verharmlosen. Was wir konkret machen können, ist im Bundestag das haben wir schon nach NSU gefordert, eine Enquete-Kommission, die ganz klar antimuslimischen Rassismus einfach mal in unserem Land versucht zu erfassen, von allen Seiten, auch als Sachverständige. Einen Beauftragten gegen Muslimfeindlichkeit dann in der Nachfolge als Ergebnis. Wir brauchen viel mehr Empowerment für Zivilgesellschaften, die tagtäglich ihr alles geben, damit unsere Demokratie erhalten wird, damit sie stabilisiert wird. Viele Gemeinden, Muslime sind dort aktiv. Sie müssen fühlen, dass sie Teil dieser Gesellschaft sind. Diese Bekenntnisse, diese Lippenbekenntnisse, ein Angriff auf eine Synagoge, auf eine Moschee, auf eine Kirche, ist ein Angriff auf uns alle. Das müssen wir dann am Montag, nach den Sonntagsreden, im Montag dann in praktischer Politik umsetzen. Das heißt auch, dass wir Schutzmaßnahmen erhöhen müssen, selbstverständlich. Es kann nicht sein, dass es Moscheen inzwischen gibt, die schon mehrfach Ausgangspunkt waren von Anschlägen und die Sicherheitsbehörden sagen, ja, es ist aber eine abstrakte Gefahr, wir können keine weiteren Schutzmaßnahmen vornehmen. Das geht nicht. Insofern begrüße ich das auch, was der Innenminister Reul heute in NRW gemacht hat, dass er sagt, hier zum Freitagsgebet heute, wo die Menschen, die ja jetzt Angst haben,
die sich austauschen. Wie steht der Staat? Wie steht die Gesellschaft zu uns? Können wir noch den Schutz erwarten, der eigentlich selbstverständlich ist? Das Vertrauen, was kaputt gegangen ist, dass er sagt, okay, zum Freitagsgebet, da werden wir auch nochmal verstärkt die 900 Moscheen sichern. Das ist ein Zeichen. Aber es gilt eben nicht nur in den Sicherheitsbehörden, sondern vor allen Dingen auch in der langfristigen Arbeit, letztendlich in der Stärkung unserer Demokratie. Es geht gar nicht um die Stärkung einzelner Minderheitengruppen, sondern es geht letztendlich um die Stärkung unserer Demokratie, unserer freiheitlichen, demokratischen Grundordnung. Die ist in erster Linie angegriffen. Und die Angriffe, die Terroranschläge wie Hanau und so weiter, sind nur ein Zeichen dafür, dass es eine kleine Gruppe gibt in unserem Land, die versucht, die Spaltung, diese Freiheit, die wir haben, die Demokratie zu zerstören. Und jetzt heißt es geschlossen dagegen vorgehen mit allen Möglichkeiten, die wir haben. Und ich erwarte wirklich gesagt von der Politik nicht nur Sonntagsreden, sondern wirklich praktische Umsetzung. Und einige Beispiele haben wir jetzt genannt. Das Ziel von Terroristen, von Extremisten, auch von Rassisten ist es ja, das ist noch die Frage zum Schluss, ganz kurz, Angst und Schrecken zu verbreiten, die Gesellschaft natürlich auch zu spalten. Hören Sie das von Ihren Leuten, dass sie Angst haben, Zukunftssorgen? Natürlich. Das Ziel ist genau, was Sie jetzt gerade beschrieben haben. Das Ziel ist, dass eine terroristische Gegenwehr stattfindet, dass die Gewalt mit Gewalt beantwortet werden. Wir haben deutlich gemacht gestern, wir erwarten von der Politik ein Umdenken, wir erwarten Schutzmaßnahmen, aber gleichsam, dass die Muslime jetzt Ruhe bewahren, dass wir in den Freitagsgebeten heute trauern, dass wir mit den Hinterbliebenen zusammen sind, dass wir für unsere muslimischen auch Opfer, das sind die meisten, beten, dass wir Bittgebete aussprechen, gleichsam aber Ruhe bewahren und nicht uns jetzt provozieren lassen, nicht zur Gegenreaktion lassen. Gleichsam aber auch selber, haben wir auch ebenso gesagt, Schutzmaßnahmen machen, das tun wir. Aufklärung, wie kann ich mich vorbereiten, wenn ich was Verdächtiges sehe oder wenn was passiert, Polizei, Zusammenarbeit. Auch es gibt schon inzwischen Schutzfirmen, Private, die Einrichtungen schützen und so weiter. Wie können wir das verbessern in Zusammenarbeit mit der Politik und Sicherheitsbehörden? Ich habe heute ein Gespräch mit dem Innenminister, wo wir darüber noch mal sprechen. Aiman Mazyek, haben Sie ganz herzlichen Dank für das Gespräch und den Appell. Danke nach Berlin. Danke.